es noch ein paar Infos dazu. Wie gesagt, es handelt sich um den ganz normalen 1816V mit Serien 110 PS. Wer sich jetzt gewundert hat, hey, früher wie gesagt, Einzeldrosselklappe ist richtig. Die Einzeldrosselklappe ist jetzt nicht drauf, die steht da hinten auf dem Schrank. Warte mal kurz, ich hole sie mal. Ja. Geht los. Das ist das gute Stück. Ich komme mal ein bisschen dichter. So sieht das Ganze aus. Ja. Die ist komplett selber gebaut, wie man sieht, das hier ist zum Beispiel vom Heißluftföhn. Der hintere Teil ist original komplett selber, Ansaugbrücke. Diese Verbindung ist für einen MAP-Sensor, dass er den richtigen Wert kriegt oder halbwegs richtigen Wert kriegt. Und die gesamte Drosselklappe oder die Anlage mit den Drosselklappen stammt von einem Motorrad, von einer BMW. Das Ganze funktioniert auch, guck. Klack, klack, geht auf, zu. Das Ding ist im Rennbetrieb verbaut. Und ist jetzt zur Winterzeit nicht verbaut, da wir, ich gehe wieder ein Stück zurück, doch im Winter jetzt erhebliche Startschwierigkeiten mit dieser Einzeldrosselklappe haben und das macht dann nicht wirklich Spaß. So viel dazu. Jetzt habe ich was über die Einzeldrosselklappe erzählt, aber nicht zu dem Rest. Wir sehen uns gleich nochmal auf der anderen Seite, ich bringe die eben weg. Bis gleich. So, zum Thema Fahrwerk. Also, wie gerade gesagt, hatten wir das Problem, dass dieses Fahrzeug eigentlich für den Slalom nicht gemacht ist. Also er fährt mit dem Serienfahrwerk tatsächlich gut ums Eck, aber bei Lastwechsel merkt man schon, da kommt man relativ schnell an seine Grenzen und der Arsch fängt an, ein bisschen leichter zu werden und er fängt an zu übersteuern und das ist nicht das, was wir wollen. Also mussten wir uns nun was einfallen lassen. Was kann man irgendwo machen? Man kann zum Beispiel alte Kugeln verbauen, wo der Druck aus der Kugel raus ist. Wir haben ja hinten eine Membran, hinter dieser Membran ist Stickstoff und wenn dieser Stickstoff entwichen ist, haben wir quasi nur noch Öl in der Kugel und das ganze Auto federt lediglich nur noch über den Domlager. So, das ist auch nicht Sinn der Übung, weil das springt nur und das hat mit Fahrverhalten nicht viel zu tun. Also mussten wir uns was einfallen lassen und die Lösung ist tatsächlich sehr simpel, sehr einfach. Möchte ich an dieser Stelle tatsächlich nicht verraten. Wer da mehr zu wissen möchte, kann mich gerne persönlich anschreiben über Facebook, ganz normal über Santja Individual. Da habe ich das auch schon geschildert und da kann man gerne nochmal Rücksprache halten. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass es funktioniert. Also wir haben nach wie vor den vollen Federweg, aber dieser Federweg ist deutlich straffer als in der Serie. Also wir haben weder diese Nickbewegung, noch haben wir bei Beschleunigung ein derart einknickendes Heck, wie es normalerweise üblich ist. Das ist alles nicht mehr der Fall. Und wenn optimale Straßenverhältnisse herrschen, ist es sogar kaum zu merken, dass was verändert wurde. Aber bei abrupten Lastwechseln, links, rechts, bremsen, wieder beschleunigen, da merkt man dann schon, okay, das Fahrwerk ist dann doch deutlich straffer. Also es sind Welten zwischen dem Serienfahrwerk und dem, was wir uns hier ausgedacht haben und zusammengebaut haben. Und alles über die Serientechnik, alles über die Serienkugeln hat unterm Strich vielleicht pro Kugel 2,50 Euro gekostet. Oder pro Dämpfereinheit, sagen wir es mal so. Das war es dann schon. Und schwuppsdiwupp ist die Karre tatsächlich straff. Ist für den Alltag absolut nicht zu empfehlen, aber wenn man ein bisschen schneller ums Eck fahren will, man will mal auf die Piste und hat vor, sich so ein Ding aufzubauen, ist eine super Sache. So, was gibt es noch zum Thema Fahrwerk? Wir haben eine Sturzverstellung eingebaut, unten über den Lenker. Wie man das machen kann, das kann man sich, glaube ich, selber gut vorstellen. Hat den Vorteil, dass wir jetzt vorne Sturz fahren, weil Santja Original hat Nullsturz. Nullsturz ist okay, kann man machen, aber wieder für das Einlenkverhalten und für den Lastwechsel und die Auflagefläche der Reifen ist das eher unvorteilhaft. Deswegen fahren wir Sturz. Mussten wir auch umbauen, weil, wie gesagt, Serie ist es beim Santja nicht zu verstellen, muss man sich was einfallen lassen. Mehr wurde am Fahrwerk gar nicht verändert, bis auf noch eine Geschichte, das dient aber wieder mehr der Optik als allen anderen. Wir haben den Achsschenkel und zwar aufgebohrt, da wo die Patrone des Hydraulikstempels, das ist ja kein Dämpfer in dem Sinne, sondern der Hydraulikstempel drin sitzt, und haben einen neuen Anschlag gebaut, dass man diesen
weiter durchschieben kann. Das heißt, das Fahrzeug ist im Ruhezustand, wenn es schläft, sagt man ja auch, nochmal gute 4 cm flacher als ein normaler abgelassener Santia. Aber wie gesagt, das ist eher eine optische Sache, hat eigentlich gar keinen Zweck. Sieht einfach nur cool aus. So, das war's zum Thema Fahrwerk. Und ich würde sagen, wir machen weiter im Innenraum, weil da gibt es auch einige Sachen, die verändert wurden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Innenraum. Bis gleich. So, ich habe vorsorglich schon mal die Tür aufgemacht, bevor wir uns jetzt reinsetzen. Habe ich vorsorglich gemacht, weil die Tür nicht mehr aufbleibt. Das Kanband fehlt. Sieht jetzt im ersten Augenblick aus wie eine Serientür, doch es ist ein bisschen was verändert. Also das Türinlay ist komplett rausgeschnitten. Dass die Türpappe noch drin ist, das ist leider dem Reglement verschuldet. Da kann man auch Alutafeln einbauen. Müsste man aber kaufen und zurechtschneiden. Und das war im Laufe der Saison alles ein bisschen schwierig, zumal die Kosten ja auch gedrückt werden sollten. Also haben wir die Serienpappe wieder rangeschraubt und das war's. Problem bei der ganzen Nummer war, wir hatten auch Kunststoffscheiben verbaut, die nicht zulässig waren, die wurden uns untersagt und wir hatten ein Problem. Das Inlay war rausgeschnitten. Was machen wir also? Wie kriegen wir die Serienscheibe, die zudem jetzt über einen Splitterschutz verfügt, eine Folie, eine Diebstahlfolie quasi, die aber zulässig ist und die auch vorgeschrieben ist im ADAC Slalom Cup in der Gruppe FS. Wie kriegen wir diese Scheibe wieder zum Halten? Und wie es dahinter aussieht, das brauche ich keinem erzählen oder sagen. Das ist eigentlich der Klassiker, wenn der Fensterheber zum Beispiel kaputt geht. Was macht man da? Man nimmt die Verkleidung ab und stellt eine Stange rein oder ein Stück Holz. Wir haben uns für eine Alustange entschieden, das haben wir nochmal alles verschraubt und haben ergo kein Gewicht mehr groß mit reingebracht, vielleicht, weiß ich, 150 Gramm oder was die Alustange wiegt. Die Scheibe bleibt oben und das ist so durch die Abnahme gegangen. Wie gesagt, hintergucken sollte eventuell keiner. Könnten Sie uns eine Strecke ausdrehen, weiß man nicht, reicht aber so. So, dann geht es jetzt weiter im Innenraum und dafür stelle ich die Kamera wieder um. Also, bis gleich. Und nun geht es weiter im Innenraum. Problematik mit der Tür ist bekannt, ich stelle mal meinen Fuß dazwischen, dann bleibt die auch auf, dann wird es wohl irgendwie gehen. Sonst fällt sie wieder von alleine zu. Also, was haben wir im Innenraum verändert? Wir haben in erster Linie erstmal alles rausgeschmissen, es gibt keine Isolation mehr, es gibt keine großen Verkleidungselemente mehr. Wir haben das Armaturenbrett ersetzt durch eins, was komplett aus Alu gefertigt ist und mit Alcantara bezogen ist. Das ist nicht in der Scheibe blendet. Dazu wurde es noch mit einem Sponsoring bestickt, und zwar Kombinat.com. Die machen solche Sachen, die beziehen sämtliche Innenraumteile mit Leder, Alcantara, was auch immer man haben will. Tolle Firma an dieser Stelle nochmal. Was haben wir noch? Wir haben das Serienlenkrad allerdings ohne Airbag. Wir haben den Airbag rausgenommen, es ist bloß noch die Blende, weil wir einen Prallschutz brauchen, das ist vorgeschrieben. So, jetzt geht das hier nicht drauf, doch, wunderbar. Wir haben eine, sehr zu empfehlen übrigens für Santia-Fahrer oder Franzosenfahrer im Allgemeinen, die über ein Schaltgestänge verfügen. Das ist eine Schaltwegsverkürzung von einem Peugeot 106. Mit leichten Modifikationen passt das auch beim Santia. Ist jetzt nicht Plug and Play, also ich habe gebraucht etwa 4 Stunden, bis es dann endlich so gesessen hat, wie ich das wollte und es nirgendwo gegengeschlagen ist. Macht sich beim Fahren aber bemerkbar, man ist deutlich schneller mit dem Schalten. Es fühlt sich auch ein bisschen sportlicher an und wird wohl die ein oder andere Tausendstel pro Runde bringen. Aber in jedem Fall fühlt es sich besser an beim Schalten, macht mehr Spaß. Sonst, wie gesagt, ist hier gar nichts weiter drin, außer noch unser Sitz, der Marke unbekannt. Die Sitzeinheit wurde komplett auf neue Konsolen gesetzt, die wir selber angefertigt haben. Wir haben den Originalrahmen rausgeschnitten, den wir auf dieser Seite noch haben, weil der zu hoch ist. Wir wollten den Sitz ein bisschen tiefer einbauen, um die Sitzposition ein bisschen flacher zu gestalten. Der Sitz lässt sich auch ganz normal schieben und verstellen. Das funktioniert alles wunderbar. Und mehr gibt es zum Innenraum eigentlich nicht zu sagen. Außer wir haben hier noch die Verstellung vom Fahrwerk, wie bei jedem anderen Sand ja auch. Und wir haben so ein paar Sachen abgepolstert, weil das einfach das Reglement verlangt. So. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, auch aufgrund dessen, dass hier nicht so viel drin ist,
dass es in diesem Fahrzeug tatsächlich sehr, sehr laut ist, aber das macht trotzdem einfach Spaß. Also dieser Lärm, der gehört einfach dazu und bringt natürlich visuell nochmal ein bisschen mehr Fun, ein bisschen mehr Spaß ins Ganze. Also wenn man da mit so einem ruhigen, leisen Auto durch die Gegend fährt, also das ist schon, das macht dann schon mehr Spaß. So, das war's zum Thema Innenraum. Was ich vergessen habe. Wir haben hier noch ein paar Schalteinheiten zusätzlich eingebaut. Sind klassische Kippschalter, fand ich ganz cool. Es gibt viele, die haben Druckknöpfe oder ähnliches. Ich fand diese Kippschalter ganz geil. Die kann man in England für einen Apfel und einen Keks ordern. Und darüber wird halt die Benzinpumpe betätigt oder der Ventilator für den Kühler oder die Zündeinheit oder der Scheibenwischer. Und mehr gibt es hier nicht. Wir haben noch eine Kühlmitteltemperaturanzeige, die ist des Tachos der Serie, bloß dahinter geschraubt. Wir haben Drehzahlmesser und Geschwindigkeit mit neuen Tachoblättern, die wir selber entworfen haben. Und wir haben eine Tankanzeige. Und das war es eigentlich schon. Mehr gibt es hier nicht zu sehen, nicht zu hören. Ja, das war's. So. Und mehr gibt es zu diesem Fahrzeug eigentlich gar nicht groß zu sagen. Das war es eigentlich schon. Also Fahreindrücke muss ich euch nicht zeigen. Kennt ihr? Ich kann ja noch mal einen kleinen einblenden. Und das soll es auch schon gewesen sein mit meinem Lückenfüller. Und ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und habt das Auto jetzt vielleicht ein bisschen mehr verstanden und habt auch verstanden, dass das nicht nur Jux und Dallerei ist, sondern dass da ein gewisser Ernst auch hintersteckt. Aber das Ganze trotzdem mehr ein Spaß oder ein Fun-Projekt, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und wir das Jahr über mit diesem Fahrzeug tatsächlich sehr viel Spaß haben und sehr viele Kontakte knüpfen. Also das ist eine feine Sache. Und wie gesagt, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich euch mal, oder darf ich euch mal kein Xantia präsentieren, da wäre ich ganz froh drüber. Auch wenn das schöne Autos sind, aber es wird ja dann auch langsam langweilig und vielleicht einen anderen netten Franzosen. Vielleicht ja gar kein deutsches Auto, vielleicht bleiben wir dieser französischen Linie treu oder Schiene treu und versuchen in dieser Sparte zu bleiben und gucken wir einfach mal, was sich da anbietet und dann schauen wir mal, was das nächste Video bringt. Also bis dahin, lasst ein Like da, klickt mal wieder rein und dann war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.